Herzlich willkommen bei How to Crypto. Heute stelle ich euch Geodenet vor, ein Projekt, bei dem ich mittlerweile schon fast 2 Jahre dabei bin. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein RTK-Netzwerk, das eines Tages überall auf der Welt kleine Antennen verteilt haben möchte bei den Leuten, die einfach die ganzen Standortdienste viel genauer und besser machen. Ich zeige euch mal kurz, wie die Miner aussehen. So sieht das Ganze hier aus. Hier ist der Miner selbst mit einem Antennenkabel und einer Antenne. Das muss man auf seinem Dach montieren. Dann bekommt man auch schon tagtäglich Rewards auf seine Wallet ausgezahlt. Wie viel das Ganze ist und wie rentabel das Ganze ist, zu dem kommen wir später. Schauen wir mal, wofür der Service von Geodenet eingesetzt werden kann, denn sie haben schon laut eigenen Aussagen sehr viele Kunden und einen guten Einkommensstrom. Bei dem Projekt werden auch durch die Einnahmen tagtäglich Token geburnt, denn 80% aller Einnahmen, die sie durch diesen Service bekommen, fließt zurück in die Buybacks. Und danach werden die Token geburnt. Auch ziemlich nice, das stärkt das Projekt natürlich auch extremst. Also für was kann man diesen Service nutzen? Für die selbstfahrenden Rasenmäher, kennt natürlich jeder. Was auch in Zukunft meiner Meinung nach ganz groß wird, sind die selbstfahrenden Autos. Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn die Standortgenauigkeit auf den Millimeter genau ist und nicht auf mehrere 10 Zentimeter, denn das kann schon über Leben und Tod entscheiden, wenn man das so direkt ausdrücken kann. Natürlich auch für diese ganzen Roller ist das interessant. Dann im professionellen Bereich für Drohnen. Hier wird es in Zukunft mal zum Beispiel Lieferdrohnen geben, die den Lieferdienst übernehmen. Da kenne ich persönlich auch schon einige Firmen, die das umsetzen wollen. Einfach statt dem Amazon-Auto dann eine Amazon-Drohne sozusagen. Werden wir sehen, ob sich das durchsetzen wird. Dann noch für Mapping auch sehr interessant und für das Bauwesen kann es auch verwendet werden. Jetzt noch zu einem sehr großen Punkt, der, wie ich denke, auch sehr profitabel sein wird für das Projekt, und zwar die Agrarwirtschaft. Hier gibt es ja mittlerweile auch schon sehr viele selbstfahrende Fahrzeuge, die diesen Service ziemlich gut nutzen könnten, um noch genauer in der Spur zu bleiben und so weiter. Und natürlich Web 3.0 und Gaming. Wir kennen alle Pokémon Go und durch diesen Service könnte die Standortgenauigkeit natürlich auch extremst verbessert werden. Diese ganzen Anwendungsfälle sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, um zu verstehen, wohin das Projekt in Zukunft gehen wird, und ich glaube, es wird richtig gut genutzt werden noch in Zukunft. Aber wie schon gesagt, sie haben jetzt schon sehr viele Kunden, die diesen Service nutzen. Wir schauen uns mal kurz die Abdeckung an, die Geodenet schon erreicht hat. Hier können wir die Bereiche sehen, die Geodenet bereits abdeckt und bei denen der Service bereits sehr gut funktioniert. Hier in Europa natürlich schon alles zugeballert mit Minern, die das ganze Netzwerk unterstützen und hier auch einen Mehrwert bieten. Und in den USA ist auch schon eine sehr gute Netzabdeckung vorhanden. Ansonsten noch hier in Australien ist einiges. Das sind meiner Meinung nach sowieso die wichtigsten Bereiche, die hier bereits abgedeckt sind. Jeder grüne Punkt steht übrigens für einen Miner. Das heißt, hier kann man sich denken, wie viele Miner hier dabei sind. Jetzt schauen wir kurz in die Konsole und sehen uns genau an, wie viele Miner hier bereits am Start sind. Es sind 5233 Miner online. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass ich angefangen habe, als noch nicht mal 500 Miner online waren. Also das Projekt explodiert in letzter Zeit regelrecht. Es wird auch ein Staking angeboten, also hier kann man auch seine Token staken und momentan 20% auf seine gemeinten Token im Jahr nochmal drauf bekommen, was auch eine ziemlich nice Geschichte ist. Genug um den heißen Brei geredet, jetzt schauen wir mal zu meinen Minern und schauen mal, wie viel ich damit im Schnitt verdiene. Hier sehen wir meine 2 Miner, leider ist momentan einer offline. Einen habe ich seit 533 Tagen online und einen seit 417 Tagen. Wir schauen mal in den rein, der momentan aktiv ist. So sieht das Ganze aus. Mit diesem Miner habe ich 26.724 Geo-Token gemeint, worüber ich mich absolut nicht beschweren kann, denn zum jetzigen Preis ist das wirklich sehr rentabel, wie ihr es vielleicht auch schon im Titel gelesen habt. Man macht mit so einem Miner 48 Geo-Token am Tag. Das ist zum Beispiel der Triple Band Miner. Es gibt auch einen Dual Band Miner, da macht man nur die Hälfte. Also wenn ihr euch einen Miner zulegt, dann würde ich euch einen Triple Band Miner empfehlen. Wir schauen mal, wie viel 48 Geo-Token momentan wert sind. Sind zum jetzigen Zeitpunkt 9,42 $ und das jeden einzelnen Tag. Was meiner Meinung nach so extrem krank ist. Und dabei ist der Preis schon wieder ein wenig gedroppt. Denn Geode hat in den letzten Monaten eine richtig kranke Rallye hingelegt. Und hier vor circa einem Monat das Top erreicht. Bei 33 Cent.
Ich kann mich noch damals erinnern, ich habe bei 2 Cent ein paar Token verkauft, um ein bisschen was von meinem Invest wieder rauszubekommen, was jetzt nachträglich natürlich die dümmste Entscheidung war, die man machen kann. Wir haben jetzt allein schon ein 10x gemacht bei 20 Cent. Hier bestätigt sich wieder meine These, wenn der Token nichts wert ist, muss man einfach auf den Run warten und irgendwann wird er pumpen. Vor allem bei so einem zukunftswürdigen Projekt. Die machen wirklich sehr, sehr viel richtig, sind auf vielen Agrarmessen und Kryptomessen und so weiter immer vertreten und haben, wie gesagt, auch den regelmäßigen Einkommensstrom, mit dem sie regelmäßig Buyback und Burn machen, was den Tokenpreis natürlich enorm stabilisiert. Ich rechne mal kurz aus, wie viel die 48 Token am Tag bei diesen 33 Cent wert waren. Und zwar waren das 15 Dollar und 84 Cent. Meines Wissens nach ist das der profitabelste Kryptominer, den es zurzeit am Markt gibt. Zeigt mir einen Miner, der 10 bis 15 Dollar am Tag macht. Ich kenne zurzeit wirklich keinen. Und ich glaube nicht, dass es das war mit dem Geode-Preis, denn es kommen immer mehr Kunden dazu und somit wird immer mehr Einkommen generiert. Ich glaube, man merkt es, ich bin wirklich hin und weg von diesem Projekt, so wie es momentan abliefert. Ich zeige euch jetzt noch, wo ihr so eine Miner kaufen könnt. Hier auf der offiziellen Seite werden mehrere Shops vorgeschlagen. Ich persönlich würde euch Eugeo empfehlen. Er ist zwar etwas teurer als zum Beispiel Highfix, doch Highfix liefert irgendwo aus dem Ausland. Und somit muss man noch Zollgebühren zahlen, was dann im Endeffekt sowieso aufs Gleiche hinauskommt, wie wenn man gleich aus diesem Shop hier bestellt. Außerdem geht es bei diesem Shop meistens viel schneller, da dieser Shop auch in Europa heimisch ist. Hier sehen wir den Triple Band, ganz wichtig. Der ist momentan bei 780 Euro. Ich habe ihn damals noch für 900 bekommen. Also momentan sehr verbilligt. Wer zuschlagen will, sollte das jetzt tun. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich diese Investition damals getätigt habe, vor fast 2 Jahren. Und ich bin nach wie vor noch immer extremst überzeugt von diesem Projekt und glaube, dass es im Bullrun sehr gut performen kann. An der Stelle keine Finanzberatung. Schaut es euch selbst an und bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe, als der Token bei 33 Cent stand, natürlich auch ein paar Profite realisiert, ziemlich nahe dem Top, um so die Profite zu reinvestieren in ein anderes Projekt. Welches das Projekt ist, seht ihr jetzt in der Infobox oben. Denn ein bisschen Profite ziehen und sein Risiko minimieren ist natürlich, wie wir alle wissen, nie schlecht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch so überzeugt seid von diesem Projekt und was ihr denkt, wo die Reise in Zukunft hingehen wird. Ich gebe euch Updates, falls sich hier etwas ändert oder falls es gute oder schlechte Neuigkeiten gibt zu dem Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei How to Crypto.